So, da sind wir. Herzlich willkommen zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Und jetzt bin ich unten in der Ecke, das ist nicht gut. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Da ist er. Ja, und wir sind beim dritten Fall angekommen. Das Blutbad. Klingt auf jeden Fall mal zunächst sehr einladend. Schauen wir mal, ob es das auch ist. Ja, ich habe bisher noch keinen Fortschritt da erzielt. Das Blutbad. Das Blutbad. Let's go. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look... Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Das ist eine alte Angewohnheit. The temperature appears to be normal. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. Was? I need to concentrate and count the heartbeats. A weak pulse, around 50 beats per minute. Kinderspiel. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. Gegengift. You mean that you're poisoned? Now. Hat sie selbst vergiftet, oder was? Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Ja, das klingt ja ganz gut. Erstmal den Hund immer streicheln. Ja, wir haben die Dampfpfeife, wie sie in Zügen verwendet wurde, aus dem zweiten Fall mitgenommen. Die antiken Thermen von Strand Lane sollen bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, doch welche Geheimnisse und alte Flüche schlummern dort. Nur einmal kann ihm auf den Grund gehen. Sherlock Holmes, wo ist denn mein schöner Hund hier? Da ist er. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again.
Hi Lucy erstmal, wundervoll Good Evening. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Name. Blutbad. Und der ist wirklich wahnsinnig, da hast du recht. Also das geht ja mal gar nicht, was der damit sich selbst macht. Vergiftet sie selbst, um sie dann, also wollt ihr jetzt ein Gift testen oder das Gegengift? Ich sag mal, B, das ist ja einfach nur total schwachsinnig, aber ist schon, ja, also so weit würde ich mit irgendwelchen Expertisen definitiv nicht gehen. Vor allem, wenn Watson nicht gekommen wäre, dann wäre das Ende des genialen Meisterdetektivs gewesen. Aber gut, ich glaube, das sah er kommen. Watson sah er kommen. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we Oh, shall see. Lestrade hat schon wieder einen Schuldigen gefunden. Kaum ist er da. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Also hätte ich sagen wissen, hätte ich mich auch selbst vergiftet, aber es hätte ein bisschen sicher immer Watson sie war dran, definitiv, ja. So. Any progress, Mr. Holmes? Good day Mr. to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Erstmal überprüfen wir den Typen. Leichte Falten. Schnittwunde. Schneidet sich die Haare selbst, lebt allein. Gestärkter Kragen, penibel. Glänzende Knöpfe. Gryffindor, ach nee. Concilio et Labore, Manchester City. Heute aufgegebenes Telegramm. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall.
The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Okay. Morgen das Telegramm. Philips hat heute Morgen um 7:30 Uhr auf der Post ein Telegramm aufgegeben. Interessant. Philips kommt aus Manchester. Er achtet offensichtlich auf sein Äußeres und gilt als ein guter Angestellter. An diesem Morgen war er auf der Post und hat ein Telegramm verschickt, vermutlich in seiner Heimatstadt. So. Any progress, Mr. Holmes? Nein. What should we do next, Hope? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ach, hier raus. Falsch. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Champagnerflasche. Donnerwetter. Champagne for a special occasion. Man ist ja ungeduldig. Ich hab den immer wieder angequatscht, das war, glaube ich, das Problem. Du weißt doch jetzt den Inspektor Lestrade, ne? Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Noch irgendwas? An ice bucket to keep the champagne. Okay. Trunkener Champagner. Eine ungeöffnete Champagnerflasche und ein Eisblätter, die im Umkleideraum der Thermen gefunden wurden. Erfragen. Okay. Da wollen wir mal. Ah! Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Okay. Also wir müssen, glaube ich, nicht lange nach der Todesursache suchen. Ich habe hier unten schon Schlüssel gesehen. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Also wir suchen nach einer sehr spitzen Tatwaffe. Ringfinger, Abdruck. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Some dirt or earth. I'll take a sample. Guck mal, da ist der Schlüssel. Well, death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? So. I should check this blood sample at Baker Street.
This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Also, der Schlüssel in der Blutlache von Sir Rodney gefunden wurde. Blutprobe aus Sir Rodneys Wunde. Eine Probe des Schmutzes, in das Sir Rodneys Fingernägeln steckte. Naja, haben wir noch mal ein paar Anhaltspunkte. Ich verstehe es, die waren alle im selben Raum. Und der stirbt. Okay. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. So wurde der getötet. Also, da hat jemand den Dampf aufgedreht. Kann ich wieder ausschalten? Ja. Das ist interessant, Lucy. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Geschmolzene Metallstück. It is too hot. I cannot reach into it. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Das kann natürlich sein, dass der Dolch oder mit was auch immer der abgestochen wurde, da jetzt geschmolzen ist, ne? Guten Tag, guten Tag, guten Tag. War hier gerade noch was? Nee. Mr. Holmes? Doch, The Gitter. grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. It's horrible. I can't talk at the moment. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? So. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Lüge. War ein Telegramm aufgeben. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you Nee, returned? hat er nicht. No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Tja. Mr. Holmes,
I should like to take the suspects to the yard. Interrogate them there. No. Any objections? None, Lestrade. These baths are becoming sinister. Aber wir brauchen irgendwas, um das aus dem Kohlebecken zu holen. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up. Ist alles so groß hier, man hat so Angst, dass man irgendwie was übersehen hat. Ach, schau mal. Wo bin ich denn jetzt? Aha. Woanders scheinbar. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Das ist jetzt vom Opfer, okay. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Da fehlt A was. glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. An Egyptian statue, okay. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Also der Typ war Archäologe. Aber eigentlich jetzt noch nicht ganz verstanden. Sir Rodney? Ich weiß noch nicht so richtig, wer ist. Sir Rodney ist der Tote? Gehört dem jetzt hier die Therme oder was macht er hier? Macht er hier nur Archäologie? Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1899 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie äußerst gut behandeln werden. Da werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bentcliffe. Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bentcliffe nicht kennen. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England in nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern im selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige würden ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. Aha. Wundersame Fortsetzung der Ausgrabung in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabung in den Thermen stand schon kurz vor dem Aus, als wir aus dem Nichts der Retter auftauchte, Sir Rodney Bentcliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeit übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Aha. Im Archiv. Müssen wir auch was überprüfen. Gut zu tun hier in dem Fall. Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, was es dabei handeln könnte.
Bankers Forschung. Perforierte Tafel. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Was ist eine Brücke, wa? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Tools used by archaeologists in their research. I will need these Eine tongs. Zange! Dann können wir noch die Metallklumpen rausbringen da aus dem... Sehr gut. So. Was ist denn da Are you all passiert? right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Alter Schwede, was passiert denn hier? Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Mordanschlag auf We Sherlock don't Holmes. have many leads here. So, und holen wir mal das Ding hier raus. Ich glaube ja immer noch, das ist die Tatwaffe. I should analyze this melted metal. So. Ja, untersuchen Sie Thermen haben wir abgeschlossen. Dann fahren wir jetzt erstmal in die Baker Street zurück. Da haben wir ordentlich was zu tun. Kann ja noch keinen Reim draus machen, muss ich sagen. Aus allem. Der Typ war Archäologe. Und reich. Alleine das ist ja schon meistens irgendein Motiv, um den umzugehen. What should we do next, Holmes? So, dann fangen wir mal an hier mit Analyse. Schmutz, Blut, Metall, Donnerwetter. Schmutzprobe untersuchen. Was ist das? Eine Lupe? Selenite. Pyrite, otherwise known as fool's gold. White clay particles. Weißer Interesting. Tonerde. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Weiße Tonerde. Dort. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Aha, kick an. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Wasserstoffperoxid.
water. This blood is heavily diluted with water. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. I must take a... Rot. Und auch rot. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. Mhm. My analysis table. Ein bisschen was rausgefunden. Das geschlossene Metall hat jetzt Britannia selber ausgestellt. Gut. So, dann müssen wir noch im Archiv On gucken. the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Forschungsberichte würde ich mal sagen, wa? Chemie, Verletzungen, wurde. Oder auch nicht. Zeitung 1883, 1893 wohl, aber. Bancliffes Mumie. Die große Ausgrabung in Assuan dauerte über 3 Jahre. Sir Rodney Bancliffe leitete das archäologische Mammutprojekt. Dabei wurde eine Mumie mit einem enukleierten Auge in seltsamer Körperstellung entdeckt. Was ist denn enukleiert? Die rechte Hand war ausgestreckt, als ob die Mumie nach etwas greifen wollte. Genau wie Sir Bancliffe. Der sah doch so aus. Enukleiert. Ausgeschnitten oder was? Oder durchstoßen? Enukleiert. Entfernen des Gewebebereichs. Der wurde genau wie diese Mumie hingelegt. Krass. Hand war ausgerichtet, dass die Mumie nach etwas greifen wollte. Sie war zudem ungewöhnlicherweise stehend begraben worden. Aufgrund dieser Besonderheiten wurde sie die verzweifelte Mumie genannt. Am Fundort gab es auch eine lateinische Inschrift. Durch das Auge wurde er bestraft, denn er sah, dass er nicht würdig war. Man nimmt an, dass es sich um keine ägyptische, sondern altrömische Mumie handelt, da einige der Symbole in der Grabkammer eindeutig dem Mithras-Kult zugeordnet werden können. Krass. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Das ist ja krass. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. So, dann fahren wir nochmal zu den Thermen zurück und quatschen nochmal mit dem Typen und dann ab zu Scotland Yard. Das ist krass. Er findet eine Mumie und wird dann später genau selbst so gerichtet. All these events are bad for the baths. Aha, okay, der hat nichts mehr zu sagen gerade. Dann ab in den Yard. Ja, das ist krass. Good day to you, Mr. Holmes. Good day. So, Pitkins Gegenstände. Wer ist Pitkin? An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin. Achso, Sir Gregory. Manager Roman Bath. Das ist der Gregory Chef. Pitkins visiting card. Das ist der Chef von der Therme. Okay. So. Garrows Gegenstände. When Blutiges Garrow Taschentuch. found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself.
Medikamentenfläschchen. File with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Okay. Blinkhorn. Ah, falsch. Manchmal die Steuerung ist nicht ganz so on point. Manchmal Brief von Sir Gregory Pitkin, Direktor, an Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation intern bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden, und wir können den Abkühlraum weiter nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Ergebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringend, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Funde in den Thermen zu beenden und eine andere Ort für Ihre Unternehmung zu finden. Ah, ist das vielleicht das allererste Motiv, was wir finden? Mr. Blinkhorn musste seine archäologischen Ausgrabungen beenden, weil Sir Gregory die Therme haben wollte. Ja, und ich denke mal durch den Tod von, aber da killt man doch nicht den Bandcliff oder was? Also klar würde das sicherlich ein bisschen hinauszögern, aber ein Brief von Sir Gregory Pitkin, der Mr. Blinkhorns Arbeit gefällt. Garrow nimmt echtes Johanniskraut ein. Bei einer Überdosierung kann das zu starken psychischen Nebenwirkungen führen. An ordinary pencil. Bandcliffs Gegenstände. Da haben wir den This Ring. ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. A hand-drawn map. An old and rather dirty coin. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Rodney Notizbuch. Bedcliffe's notebook. It may contain something of interest. So. The Herausgerissene last Seiten. pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Ah, der will bestimmt gucken, wo die Abdrücke waren. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Today I almost found it. This date will go down in history. Also an dem Tag, also heute habe ich es fast gefunden. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well...
Treff Sir Rodney Bancroft, Alter 63. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den hinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in eine Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenen Mumie, zum Beispiel auch von getrockneten oder verfaulten und in Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Okay. Tja. Locked. Da ist er ja. Der Gute. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Noch was? Oh Gott. Hilfe. The bruising is in lines. Some light bruising caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Abartig. Sir Rodneys Autopsie abgeschlossen. Haben wir sonst noch was in dem Raum? What should we do next, Holmes? Ich will das mal ein bisschen deduzieren hier. Also. Seltsam Wunder ist ja sehr flüssiges Blut. Rechtzeitiges Auftauchen. Sir Rodneys Auftauchen. Chirurgischen Arbeit intern. Seltsam Wunder, wenn ich eine aufgelegte Waffe. Egyptians Horror zufolge stand er kurz vor einer bemerkenswerten Entdeckung. Was war das seltsame Wunder? Achso, Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erkennen, die auf den Dampf zurückgeht. Ungeklärte Spur. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mord. Das muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Ich würde erstmal sagen, das hier. Durchs Auge erstaunt, wenn es eine herzliche tut. Ja, da hast du definitiv recht. Zum Glück ging es schnell. Oh, ich würde sagen, wir quatschen mal mit den Leuten hier, wa? Please escort this suspect for interrogation. Interrogation, you know. For Good day to you, interrogation. sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. So, und gucken wir uns den erstmal an. Den Archäologen Blinkhorn. Konzentrierter Blick. Alte Hosenträger, abgetragene Arbeitskleider, nicht wohlhabend. Da fehlt ein D. Schmutz. Vor kurzem gegraben.
Dreckige Fingernägel. Hornhaut, okay. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Ooh. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Oh. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Falsch. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? Der wirkt erstmal unschuldig. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Percival Blinkhorn kann man als Vollblutarchäologen bezeichnen, der immer und überall die Schätze im Boden erkunden will. Vermutlich übt er diesen Beruf bereits seit 15 bis 20 Jahren aus und offenbar findet er immer noch Gefallen daran. Lucy, ich habe hier gerade mein T-Shirt an, ne? Würde ich nur mal so nebenbei. So, Mr. Garrow. For interrogation. For interrogation. So, der ist bestimmt schon auf Droge. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Mit dem los, ach so. Ja, der hat ja seine komischen
Johanneskraut, scheiße, genommen, unrasiert. Augenringe. Dreckige Kleidung. Schutzamulett, Hamsa-Hand, abergläubisch. Halt. Schweiz. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. Der dachte, du bist ein Geist, ja? I meant nothing. Der denkt, das ist ein Geist, der ihn umgebracht hat. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. You saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Okay. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Was ist los mit dem Typen? This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Oh mein Gott. Garrow liegt auf den Kohlmengen in den Therm und ist in sein Brennglas gesprungen. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlmengen in seinen Metallklumpen geschmolzen. So, Mr. Pitkin. Please escort this suspect For interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. Oh, der ist I'm arrogant. assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Den mag ich jetzt schon nicht, den Typen. Da ich die ersten beiden nicht unbedingt schuldig fand, ist das jetzt erstmal meine Hauptverdächtige hier. So.
Arroganter Ausdruck, habe ich auch gleich gesehen. Pisser. Siegelring, adlige Wurzeln. Goldkette, Kaschmirweste, reicher Mann. Na, was habe ich übersehen? Richtig, Lucy. Richtiger Pisser, aber irgendwas. Ah, hier. In his face. Mundform, Geringschätzung. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Der kann sich die Goldkette gleich mal sonst wo stecken. Richtig, Lucy. Liebet ihm. Ist er. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. Ja, fast wie People du. possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Ziemlich schleppend. Pitkins Brief gekriegt Champagner. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Gregory Pitkin spricht im typischen Bild eines Mitglieds der oberen Klasse. Er ist reich, geht einer Arbeit nach, die ihn über viele andere erhebt und betrachtet dies alles als sein Geburtsrecht. Ganz gleich, was er getan hat, ist er der Ansicht, dass er nichts zum Gefängnis zu suchen hat. Tristan Garrow ist Anfang 30 und leidet unter starker Kurzsichtigkeit. Er wirkt sehr verstört. Das liegt vermutlich am Schock durch die Ereignisse. Aber wohl nicht nur, denn er hat seit einigen Tagen nicht rasiert und trägt zudem dreckige Kleider. Ach ja, so, Pitkins Pläne. Ah ja. So, Blinkhorns Team. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet, doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Blinkhorns Interesse, Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammenarbeiten konnte. Ja, ich würde erstmal das sagen. Das
Weil so einen Eindruck hat er mir auch gemacht, muss ich sagen. Sir Rodneys Lüge. Hat er Hinblick auf seine Ziele betont, aber heimlich auf eigene Faust. Die Notiz von Sir Rodney zu schnell kurz vor einer Belangung zur Entdeckung zu machen. Tödliches Geheimnis, warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Ort an ihm sein? Die letzte Expedition finden Sie aus, wenn Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist und lüften Sie ein großes Geheimnis. Aha, interessant. Gerus Medikament, starke Meditation auf Melancholie. Nee. Nö. Geht nicht mehr. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Auf Landkarte, eine handgezeichnete Karte aus wurden jetzt persönlich Gegenstände. Auf 14 Stellen in der Nähe von St. Albans, nördlich von London. Markiert, wo genau die Stelle liegt, kann auf der Karte in der Bakersfield herausgefunden werden. Okay, dann suchen wir mal nach dieser Ausgrabungsstätte. Also was haben wir bisher für Motive von unseren 3 Verdächtigen? Garrow einfach aufgrund von irgendwelchen abergläubischen Sachen hat einen Geist gesehen, hat vielleicht wahrscheinlich gedacht, dass Rodney durch die Ausgrabung da irgendwelche Geister weckt oder so, hat ihn deswegen umgebracht. Schwaches Motiv, aber wäre eben. Der Blinkhorn war eifersüchtig, weil er nicht den archäologischen Erfolg hatte wie der Rodney. Tja, und der Pitkin, der ist einfach ein Arschloch. Now we have 2 maps. We must combine them properly. So, keine Karte bewegen. Geht noch weiter? Ja. Also die Rätsel, was man hier macht, ist noch ein bisschen vielfältiger als bei Chapter One, finde ich. Ein paar mehr Methoden gibt es hier noch. Oh, das ist aber gar nicht leicht zu finden gerade. Oh, das Geräusch. Geht gar nicht. Hier. Watson, pack your bag.
We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Jo. Machen wir. St. Albans. Dann mal los. Lucy, was sagst du zu dem Fall? Ausgrabungsstätte untersuchen. Untersuchen Sie Ausgrabungsstätte. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. This archaeological site has been abandoned. Kommt man da hoch, oder Why was? did Bentcliffe come here? Oder eher nicht? War das schon? Ah, hier. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnlichere Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihrem Mitreum zu erhalten. Das Mitreum im französischen Dio ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb einer Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein- und Steinmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mitreum offengelegt. Mithras-Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Seltener aber immer noch vorhanden sind die in Griechenland, Ägypten und Syrien. Interessant. Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sie die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie all ihre Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während sie die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Oh, Entschuldigung, dass dein Internet doof ist. Also, tut mir leid für dich. Verwandt werden sie reich von dem Antiken, um keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Es gab keine Aufzeichnung darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendete. Böse Geister fernzuhalten. Aha. Also das Silber hat wahrscheinlich dieser Garrow darin geworfen. Metallwürfel. Berichte. Die Klinge, mit der Mithras die Tauroktonie, die Stiertötung, durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolchs geht auf das persische Wort Schamschir zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. Diese stark gekrümmte Schwertfamilie fallen der Schamschir, der Krummsäbel, der Talwar, der Kilitsch, das Pulvar und der mongolische Säbel. Die Legende des Goldenen Dolchs ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kults. Das geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch vom heiligen Gral der Mithras-Anhänger spricht. Der Goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen, ihn zu berühren. Du hängst eine Minute hinterher. Ach du Scheiße. So, analysieren. Der Mithras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von den Griechen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen und ausgeprägten Bildsprache. Der Mithras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiationsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initiaten trafen sich in Untergrundtempeln, sogenannten Mithreen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihn, wie er aus seinem Felsen geboren wird und ein Stier tötet Tauroktonie. Also der Mörder kennt sich auf jeden Fall mit dieser archäologischen Geschichte von Mithras und so weiter aus. The door has been left open. Someone did not care or was in haste.
Oh, ein Zyklop. Trizlinium. Fresko. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Ein Fresko auf dem Vulkan und ein Zyklop beim Schmieden abgebildet sind. Aha. I don't need the ropes for now. I don't need the ropes for now. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Verwenden eine Archäologenkelle. Er ist ja so weitläufig, das ist richtig krass. It is a statue of Minerva. Minerva. Neptune, the god of the sea. Construction hooks. Construction hooks. Also irgendwas muss ich hier noch machen. It is a broken statue of a bull. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Ah, schaut mal. The gastrophytes were used with ropes and hooks for sieges. Dort ist sie laut. Sehr geehrter Lord Blackmore. Wer war jetzt mal Lord Blackmore? Der Direktor der Thermen zu Gregory Pitkin war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Nachdem sie doch eingeschritten sind, hat er sich zum Besseren entwickelt und ist jetzt durchaus eine Hilfe. Bisweilen kann es natürlich vorkommen, dass Mensch für einen Schlag von der Arbeit von solch großer Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. Um nicht wenigen Wochen hoffe ich, Ihnen eine gute Nachricht aus den Thermen von Strandland überbringen zu können. Ich stehe nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts, das auch von Ihrer Partei auf dem politischen Parkett eingesetzt werden könnte, die Stärke unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen. Das Königreich vor jeglichen Gefahren zu schützen und uns, was der Gott denkt. Aha. Okay. Calvin, Hobbs und du kommt euch wohl sehr witzig vor. Ich muss auch wirklich lachen, als ihr Miss Durkins Notiz über das Hadrians Tor eingefroren habt. Aber da bald die Prüfungen anstehen und weil du das sogenannte Gehirn unseres wundersamen Duos bist, warne ich dich.
Fassbende Gastraphetes, die antigriechische Armbrust, ist nicht ein Mittel gegen Blähung, wie du wohl angenommen hast, liegt an. Sondern tatsächlich Mr. Wormwood alles, was in den letzten Jahren getrieben hat. PS, habe Hobbs Thunfisch-Sandwich gegessen. Esst Spittle. Aha. Minerva McGonagall, ja. This Genau. is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This railway is used to remove rubble from the site. Oh, Sherlock, Alter. Dann renne ich ja wieder zurück. Ich wollte eigentlich zu diesen Seilen hin. I don't need the ropes for now. Irgendwas muss ich hier machen, aber das ist halt so riesig. Was steht hier auf dem Tisch? Halt unwichtig scheinbar. Tempel. Construction hooks. Kalt untersuchen. Stand da. The door has been left open. Someone did not care or was honest. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Ich sehe nicht durch. Was muss ich tun? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss diese Armbrust zusammenbauen, aber er lässt mich ja nicht stehen. Hab keine Ahnung.
Warte mal, was stand hier dran? Ark of Hadrian. Ah, hier komme ich auch noch unten drin. Aha. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ah, Frigidarium, also der Abkühlraum. Lucy, hast du ja eigentlich schon mal das Video angeguckt, weil ich dir geschickt habe? I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Ausgrabungsstätte abgeschlossen, okay. Kommen wir bestimmt nochmal her. Wegen dieser komischen Armbrust, oder was das war. We don't have many leads here. Was für ein Fall. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. Aha. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Können wir mit dem nochmal These quatschen? baths are becoming sinister. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Also ich kann hier irgendwelche Knöpfe drücken. Schiff. Sonst ist hier scheinbar gar nichts. Außer diese Knöpfe. Wir gucken nochmal uns das Bild an. Wie sehe ich das jetzt nicht mehr? Helmschiff, einäugiges Gesicht, Lorbeerkranz, Skorpion,
Hermesstab. Dreizack. Amphore. Spinne. Ah, warte mal. Ich habe einmal Neptun. Ich habe Minerva, Göttin des Krieges. Und ich habe den Zyklopen und Vulkan im Schmieden. Mal gucken. Helm könnte für Minerva stehen. Warte mal, wir gehen mal anders. Schiff. Einäugiges Gesicht. A hidden symbol. A symbol. Das ist ja interessant. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Verstehe noch nicht so ganz, wie die sich anfassen müssen. Also es geht da hinten zu dieser komischen Skulptur hin. Das wissen wir jetzt schon mal, aber jetzt müssen wir das noch Millimeter genau hingebastelt kriegen. Sieht richtig geil aus, wäre auf jeden Fall. Ja, okay, alles klar. Cool. Ganz ehrlich, du bist Zünglein in einer Waage. Dann kaufe ich mir das. Ist heute rausgekommen. The signs are Oben pointing runter. to this bust. Das haben wir gut gemacht. Halt, stopp, wo sind wir denn? Ach, hier. Oha. Klettern. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Have you found something interesting? A sack of crude salt. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Ah, ja, noch ein bisschen was zu tun. How very peculiar. An ice maker.
Why would Sir Rodney have brought such a device here? Ich weiß es nicht. Analysieren einige Glassplitter, erfahren Buch über Mitraskult, analysieren 12 Teile für den Rüstung, okay. So, Salz und Eis. In den Gewölben unter dem Regal befand sich Salz und ein Eisbehälter. Salz schmilzt Eis. Lässt Eis schneller schmelzen. Hier einfach alle durch. Aha. Pitkins Song. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Eröffnung der tyrannischen Thermen wegen Sir Rodney verzögerte. Er war verärgert. Pitkins Hoffnung. Pitkin ging davon aus, dass sich Sir Rodneys Forschung für ihn auszahlen würde. Die Arbeit sollte den Ruf und die Popularität der Thermen verbessern. Ja, eigentlich dachte ich das schon. Wobei ich ihn noch gerne als Mörder sehen würde, aber... Fresco. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Oh Mann, diese Boosterspritze, die macht mir auch K.O., ey. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Initiationsstufen des Mithras-Kults. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Gott, die ganzen Schädel hier. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Mummified bodies were in some type of catacomb. Ist das... The pillar collapsed a long time ago. Ist das gruselig hier? Ich komme mir gerade vor, als wenn wir schon Assassin's Creed zocken würden. Were in some type of catacomb. Säule. Brennholz. The fire casts a shadow upon the floor. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. This shadow seems to represent a bridge. Na, jetzt noch Minerva, oder was? Was ist das? It is very similar to the face of Mithras. Gott, ist das unheimlich.
It resembles a bull. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Ah. Das geht ja hier noch weiter, oder? A shovel, not from the Roman era. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Also wir müssen nochmal nach St. Albans zurück. Das wird schon sehr interessant jetzt hier. All these events are bad for the baths. And my job. So, also nochmal nach St. Albans. Ich frage mich, was unsere ganzen archäologischen Untersuchungen, ob die uns helfen, dann nachher den Mord aufzuklären. Schwierig. So, Neptun. Neptun, Stier, Brücke und dann der Mithras-Tempel. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use... There might... I'll have to find a way... Na denn, bauen wir uns mal unsere Armbrust da zusammen. Unseren Enterhaken. I should use the appropriate... I should use... I should... I should use the... I should use the... Ah, drehen muss ich das Ding. Elementar, schließen von das Minispiel ab. So. So, das 100 Seil und diesen Enterhaken, da.
Und da haben wir jetzt die Armbrust. Those winds on the bridge are perfect targets. Firing against the figures requires a lot of practice. Ach du Scheiße, da die ganze Zeit das Rauschen von diesem Fluss. Jawohl. This one is ready. Firing against the figures requires a lot of practice. The bridge is ready. Now we must cross it. Du Scheiße. Nee! Scheiße. Nee! Oh, Scheiße, Alter. Was ein Quatsch. Ich drück da ja zwei, Mann. Ey. Platz. Nein! Auch kurz vor Schluss, Alter. Gibt's nicht. Was ist das für ein Kackspiel? Nee, warum? Alter, auf einen. Ach, hör auf.
Ohne Scheiß, auf einmal macht er so einen krassen Step nach rechts, Alter. Hilfe! Was? Alter. Ja. Hey. Am Ende wirst du beschissen. Nein, ich hab X gedrückt. Drückst genau in dem Moment, wo es angezeigt wird. Ey, da vorne, ey, wirklich. Also sobald es nach links geht, habe ich verloren. Sobald ich dann in irgendeine andere Richtung mal drücken muss. Da. Und weg. Ey, links am Anfang ja direkt so ein bisschen nach links. Da. Zack. Ich bin total, also so sanft kann man mit R2 hier nicht umgehen. Ja, und dann geht er immer wieder zurück und man drückt Dollar und schon ist man tot. Nein, nein, mach doch, drück doch X von jeden Schritt, du Pisser. Ich hab X gedrückt, warum gehst du nach vorne? Keine Ahnung. X. Ach ja. Da und zu doll. Er zeigt mir nach links an, obwohl ich schon in der Mitte stehe. Ey, ist das nervig. Mann, Alter. Das ist so... Oh. X, drück einen Schritt geh einen Schritt nach vorne, Alter. Ich drück doch. Ich drücke. Er macht's nicht. Geh wieder zurück nach links. Nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Ich hab doch... Also ist das ein nerviger Abfuck hier, Alter. Vor allem der rote Pfeil geht weg, aber kommt kein weißer Pfeil. Okay.
Ich drücke wieder auf X, wenn der weiße Pfeil kommt. Er geht wieder keinen Schritt. Warum auch immer. Ich habe auf X gedrückt. Ich drücke die ganze Zeit auf X, wenn der weiße Pfeil kommt. Er geht wieder nicht nach vorne. Es ist zum Kotzen, Alter. Nee, X! Alter, ich dreh durch. Es kommt der weiße Pfeil. Ich drücke X, er geht nicht nach vorne. Aber was ist das für ein Verarschespiel, ey? Ohne Scheiß. Ich drücke X, der weiße Pfeil kommt, er geht nicht nach vorne. Es ist einfach nur Betrug hoch 10, dieses Scheißspiel, Alter. Ey, warum baut man so einen Dreck ein? Der letzte Schritt. Oh. Alter, ist das nervig gewesen. Ist das nervig gewesen. Ohne Witz. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Na denn, durchsuchen wir mal. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. In dieser Hierarchie haben wir das gesehen. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Und war auch mega nervig. Ah, das ist ein Labyrinth. Halt, stopp. Nochmal hoch. So, hier sind wir hergekommen. Dann machen wir das mal auf hier. Da ist es. Also erst diese Brücke da unten. Wer soll da durchsehen, Alter? Ohne Scheiß.
Dann kommt da ein Vogel, ein Helm oder ein Speer. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Keine Ahnung, was ich hier mache. Aha, hier geht's nur im Kreis rum. Hier müssen wir runter. Ach nee, war wieder falsch. Von hier sind wir gekommen. Ging der hier irgendwo runter? Ah, hier. Okay. Ja, interessant zu wissen, was das für ein Symbol war, wo ich jetzt da vorbeigelaufen bin. Das war so ein komisches, ja, Zepter oder was das ist. Finden wir das hier irgendwo? Ah ja, das sehe ich da ganz unten. Ganz unten rechts. Aber unter der Brücke, komischerweise. Da ist das Zepter. Das ist bestimmt die Wichte finden, ne? Jetzt kommen mit so einer unglaublichen Schnelligkeit diese komischen Rätsel hier. Jetzt nicht so geil, aber gut. Das bringt gar nichts, der Stein, oder was? Was ist mit dem los? Na, haben wir doch.
Ich wollte nur einen Mörder finden, ey. Ich sehe ja nicht mehr durch, wo ich bin, Alter. Verlofen. Oh, oh, oh. Kann man hier nochmal irgendwas anfassen oder so? Oder irgendwas machen? Look, it's the golden knife. Now to get it. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacomb underneath the Frigidaire. The murderer left this lamp. Irgendwas ist jetzt hier mit diesen komischen Ventilen, die ich drehen muss. Let's go. Das sind mir jetzt echt zu viele Rätsel. Ich komme mir vor wie so ein Tomb Raider Spiel. Das ist mir irgendwie... Das ist nicht so meins. Das ist jetzt wirklich nur noch dämliche Rätsel lösen. Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß, dieser Teil der Mission. Ich hoffe, das hat wenigstens noch mal ein cooles Ende. Ah. Ah, der ist eingesperrt.
Achso, ja, Holmes kann jetzt raus. Und Watson macht den Rest. Oh, Lucy dreht durch hier, ey. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Ja, einfach schnell mal hier die... I need to finish here first. Wäre schön gewesen. So, goldener Dolch, seltsame Wunder. Ach, geht nicht, okay. Gestohlen Notizen, Blinkhorn, Interesse. Wertvolles Saurottis Geheimnis war eine wichtige Entdeckung, ein Fund, der wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstehen und eine gute ihre ganze Leine einsteigen können. Jetzt müssen wir irgendwie rauskommen. Oh. Das ist aber auch... Man macht ein Rätsel, dann geht's weiter. Man macht das nächste Rätsel und wieder geht's weiter. Das ist nervig. Aha. Da geht's also raus. Oh, Lucy, zu durch hier. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Ja, auf jeden Fall. Es wäre auch alles nicht schlimm, wenn diese dämlichen Rätsel nicht so doof wären. Aber der Hebel bringt gar nichts hier.
this mechanism seems inactive. Na, ich muss mit Watson da wieder drin. Wann kannst du morgen gucken, Lucy? Ihr könnt morgen bis so 16:30 spielen. Nee, das bringt mir überhaupt nichts. Sherlock Holmes. Ah nee, da geht doch das große Ding auf. Ach, das geht da auf. Okay. Jawohl, so. Und jetzt mit Sherlock den linken Hebel drehen. Watson immer noch eingeschlossen. Ah nee, aber... Hä? Da kommt der Sherlock wieder nicht hin. Da müsste jetzt ja weggehen. Da quasi. Geh einfach weg davon, Mann. Wie kriegen wir... Nee, das war Quatsch. So, Watson muss jetzt da raus. Oh Gott, ey, das ist so anstrengend. So, jetzt können wir Watson gleich fliegen lassen. Tschüss, Sherlock. I cannot leave Holmes trapped here alone, even though he did ruin my favorite handkerchief. Mann. Ah, jetzt kann ich diesen Hebel drehen. Ich sehe überhaupt hier nicht mehr durch. Ich muss doch diesen scheiß Hebel gedreht halten, der das offen ist. Oder was? The door controlled by this mechanism is already open. Ich brauche jetzt nicht hin. Was macht dieser Hebel hier?
die Tür auf. Lucy schreibt doch mal irgendwas. The door Geht durch, controlled ja. by this mechanism is all. Mann, warum öffnet der denn nicht die erste Tür? Das ist doch der erste Schalter, wenn man reinkommt. Jetzt dieser Schalter. Der macht es bei ihm da auf. So, Sherlock, wir freuen uns, wir sind zusammen. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Verstehe nicht, es muss doch einer diesen Hebel betätigen, der die Tür offen bleibt. Wie sollen da bitte beide rauskommen? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich suche mir Hilfe, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier, Alter. Ein Drecksrätsel nach dem anderen, ey. Mann. Hebelkacke in den Scheißbädern google ich einfach. Da muss man ja wohl was finden. So, hier ist es. Mann, 1000-mal Werbung, Alter. Wo ist hier wiederum ein Schlüssel ins Mittel? Jetzt folgt ein Rätsel. So. So. Also, Holmes geht zu den 3 Hebeln. So, falsch.
Watson muss erstmal zu den anderen Hebeln. So. Danach betätigen Watson den rechten. Warte mal. Watson zum linken Hebel betätigen, wo Sherlock hinauslaufen muss. Danach betätigen Watson den rechten Hebel. Um Stellen durchholen. Danach betätigt Watson den Hebel links. Kommt sie jetzt den 3 Hebeln und betätigt ihn rechts. Haben wir. Watson geht hinaus. Dann betätigt Holmes die Mitte. Watson geht weiter. Warte mal, hier ist ein Hebel neben dem Ausgang. Nein, da ist ein Hebel. Ach, ich bin so doof. Lucy. Einfach den scheiß Hebel übersehen. Ach, ist das schlecht. Ja, den habe ich natürlich komplett übersehen. Ah, Lucy schläft schon, ne? Ja, und jetzt mit Holmes das Ding wieder aufmachen. Oh, ey. Aber ganz ehrlich, das reicht jetzt mit diesen Scheißrätseln hier. Donnerwetter. Donnerwetter. So. Ich muss in der Baker Street erstmal. Jawohl. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Zu Gussformteile zusammensetzen. Es geht direkt weiter. Ah. Und da gucken wir gleich wieder eine Komplettlösung an. Gussformteile, Crimes and Punishment. Das ist bisher die ätzendste Quest von diesen bescheuerten Rätseln. Also das ist einfach nur absoluter Hohn. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. So. Jetzt schon mal die Macht hier. Ich gucke mir jetzt hier gerade so ein Video an.
Ach, da kann man das überprüfen. So, hier muss was drin mit der runden Einkerbung. Gibt es nicht, warum auch? Alter, ist das nervig. Junge, Junge. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ey, sorry, aber das ist mir einfach zu komplex und zu ätzend. Ich überspringe das. It is a Ja, mold, and it is ready for ich keinen Bock. casting. Kein Bock mehr heute auf The diese mold is Scheißrätsel. prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Und wenn man das halt in der Hand hat, aber diese scheiße Drehe hier mit dem Controller, ey. Now let us see what we have here. Da ist er. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Cool. Fotografie entwickeln. Und das Puzzeln, das geht ja noch. Jawohl. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Na, Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. rechts unser Opfer und links. Rechts das Opfer. Die Pyramiden.
Ice cream in the desert? We are indebted to the Romans who developed the technique. The pyramids of Giza in Egypt. Another archaeologist, most probably. Ice cream. Salt. Ice. Sir Rodney. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. On the sofa for the third time. Erfragen, ein Buch über den Mithras-Kult. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Bei Scotland Yard. Und dann können wir wahrscheinlich gleich das Ding lösen. Ich bin aber noch nicht. Also, das Ding ist, diese ganzen Rätsel führen einen nur in die Irre. Also das ist so absolut nicht Sherlock Holmes, Alter, da mit so einem Quark sich da nebenbei zu beschäftigen. Please escort this suspect Das ist schon echt ein sehr anstrengender Fall. Ein sehr anstrengender Fall. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you were not initiated. Sure. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped... it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Glaub nicht, dass der Killer ist. Please escort this suspect for For interrogation. interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Please escort this suspect for interrogation. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? Na, Lucy, wer ist jetzt hier der Mörder? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Ha! Haben alle Beweise zusammen. Garrows kranke Erbe leidet unter einer extremen Fixierung auf den Mithras-Fluss. Zwar so sehr, dass ihn seine Obsession in Wahnsinn trieb, was durch ein Medikament, das einem nur noch verstärkt wird. Garrows schwächige Erbe leidet an Melancholie, das ein Opfer der Übermedikation aus seiner Halluzination sein unberechenbares Verhalten erklärt. Motiv Paranoia. Garrows Leiden wurde zu stark. Nach Sir Rodneys großer Entdeckung verfiel er in Angst vor dem Mithras-Fluss und entwickelte da eine extreme Paranoia. Jemand experimentierte mit der römischen Methode, Eis zu erzeugen.
Der Gussform wurde die Tatwaffe hergestellt. Silberwaffe herstellen. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen silbernen Dolch herzustellen. Okay. Eiswaffe herstellen. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen Dolch aus Eis herzustellen. Aha. Doch noch nicht zu Ende. Cool. Das ist ja cool. Also können jetzt so langsam zu Ende sein, aber dass wir jetzt nochmal so ein Experiment machen können zum Eis und zum Dolch, zu Eis und Silberdolch, das ist echt ganz geil. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ice, salt. A block of ice. Holmes, look. The temperature is reducing. A block of ice. Ich sehe überhaupt nicht durch. Ice. We. Verkackt. If I wish to shape the ice. Absolut verkackt. Nochmal. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach before beginning. I must remember that I have enough ice. Holmes, look. The temperature is reducing. Na, nun kommen wir der Sache näher. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Eisdolch. An ice weapon for a cold-blooded murder. Und deswegen war da auch. Knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it Deswegen war das the only Blut trace auch of so. is a small puddle on the ground. Der Blut so wässrig.
Deswegen war das Blut so wässrig. Let us try to create an object from silver by using the mold. Let us put the silver... It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It Nee. was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Also ja, man hat ja auch Silber gefunden in dem Becken. Aber da würde nicht erklären, wo das Wasser könnte durch die Verdampfung gekommen sein. Das ist so schwierig. Er gibt immer für alle gleich mindestens 2 Erklärungen. Das ist wirklich brillant. Also egal, was der Killer jetzt gemacht hat, aber Silber durch im Kohlenbecken geschmolzen. Silber, der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber gegangen, die nach der Tat im Kohlenbecken eingeschmolzen wurde. Ja, aber das passt nur, wenn wir sagen, das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erkennen, Dampf zurückgeht. Das ist die Frage. Das ist so. Die Eiswaffe wurde zuvor hergestellt und dann im Eis bei der Champagnerflasche aufbewahrt. Die Tote alte Täter versteckt die Waffe im Eisbehälter der Champagnerflasche. Nach der Tat wurde die Waffe zum Schmelzen zurückgelassen, sagte man für die Verflüssigung des Blutes. Garrow Eisdolch. Tja, Lucy. Er tötete Sir Rodney in einem obsessiven Anfall aufgrund seines extrem nervösen Zustands, um sein eigenes Leid zu lindern. Blieb ihm nur ein Ritualmord übrig. Dabei verwendete er eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mitras aus Eis. Kein Egal, er gehörte in eine Irrenanstalt, er ist ein Psychopath, er ist nicht zu klären, ob er den Mord mit Absicht verübt hat oder getrieben wurde von seiner Krankheit, er muss lebenslang aus dem Verkehr gezogen werden. Na, der musste Behandlung in der Heilanstalt gehen, von Tod vermehrt Gifttätigkeiten verloren unter der starken psychotischen Einwirkung des Medikaments stand. Er kann auf eine Genesung hoffen. Schauen wir mal, ob das richtig war. Ich bin mir so unsicher, das kann 100.000, also die für alle ein Ausschlusskriterium und ein Grund, dass das nicht war. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, Do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. what is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. Falsch. Ah. Tja.
Garo Silber durch. Ich hab keine Ahnung. Ich probiere das jetzt einfach durch. Wahrscheinlich ist der doch ja nie gewesen. Vielleicht war der arrogante Schnösel. Ich hab keine Ahnung. Mr. Garrow, Kann man das allow me to überspringen? introduce you to Dr. Watson. Mr. What? Did I? Are you saying I Hallo. killed Sir Rodney? You Hello. developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy. Ach, Sacrilegious. Genen. Sie pennt auf ihrem Handy ein, Alter. Auch falsch. Alles klar, der war das ja nicht. Mann, Floter. Dieser Fall ist scheiße. Ja, der ist einfach scheiße. Wenn diese ganze Rätselkacke überhaupt davon abgebracht hat, was ist da überhaupt passiert? Und wer ist der Schuldige? Statt zu überlegen, wer diese Scheiße da gemacht hat, pimmeln wir da ewig in irgendwelchen Tempeln rum. Obwohl Pitkin ja immer der Helm ist, hat er sie verloren, denn diese Großentdeckung hat alles verändert. Durch sie werden die Terns zu einer permanenten Ausgangsstelle geworden, so hätte Pitkin seine kommerziellen Ziele erfüllen können. Okay, ja, das macht tatsächlich Sinn. Pitkin war von Bentley gedemütigt worden, der eine Waffe im Plan, um zuerst Bentley aus dem Weg zu räumen und danach die Thermen zu öffnen. Ich glaube, der mysteriöse Mut für die Öffentlichkeit anziehen. Jo, der kommt hinter Schloss und Riegel. Wir spielen alle durch. Ganz schlecht heute meine Performance, tut mir auf jeden Fall ganz doll leid. Bin jetzt einfach gleich froh, wenn diese Kacke vorbei ist, ey, ohne Scheiß. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I am afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You were insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Das ist doch bestimmt auch falsch. War das echt dieser andere komische... Wir versuchen jetzt nochmal immer mit einem Silber durch. Und wenn das jetzt nicht ist, dann ist es der andere Archäologe gewesen. Den hätte ich eigentlich gar nicht so zugetraut. Das ist unfassbar. Ich grab mich hier durch, Junge. Und habt immer falsch. Sir Gregory, I would ask that you listen Ich kann nicht alle überspringen. Ich kann nur... Ich drücke die ganze Zeit auf überspringen. Manchmal geht es, manchmal nicht. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Das ist auch falsch. Das ist tatsächlich der andere Typ gewesen. Ich fass es nicht. Also. Pitkins Sorgen. Pitkins Hoffnung. Blinkhorns Interesse, nein. Demütigung. Hat er sich echt nie anmerken lassen, der Typ.
Motiv Rache. Blinkhorn ist ein verdienstvoller Fachmann, der mir allerdings bewusst war, dass er bei der Art der Entdeckung ins Abseits gedrängt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhe und Anerkennung verpasst. Er tut es aber nicht, um ihn für seinen Machtmissbrauch zu bestrafen, sondern wollte er finanziell davon profitieren und in seinem Tätigkeitsfeld glänzen. In einer silbernen Reproduktion des Goldenen Dolchs von Mithras. Ja, keine Gnade für den Typen. Und danach bleibt dann nur noch der Typ mit dem Eisdolch, wenn das jetzt auch falsch ist. I'm feeling rather Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Etwa der Eisdolch. Ich drehe hier noch durch. Ich drehe hier absolut durch. Also Eisdolch, ja, hätte ich mir auch am Anfang ja gedacht. Habe ich jetzt noch nicht verändert. So, Dampffeuchtigkeit, zack. Ja, dann muss das jetzt tatsächlich die Lösung sein, der ganzen Geschichte. Reicht tatsächlich dann auch heute. So ein kräftezehrender Fall. That is, of course, if they decide that you shall live. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the... I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? But now... Und jetzt wird's grün. Ja, Blinkhorn Eisdolch. Irre. Irre, irre, irre. So. Das das war's für heute. Ich muss jetzt erstmal ins Bett, morgen geht es dann weiter. Bis dahin, sagt der Flo, dann ciao, ciao.